legendären Dive Bombs, yes! Heute zeige ich euch, wie man sie erzeugt, was ihr dafür braucht und wie man sie am besten einsetzt. Bleibt dran! Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin seit über 25 Jahren Live- und Studiomusiker, leite zudem noch meine eigene Musikschule in Wiesbaden sehr erfolgreich und möchte euch gerne auf dem Kanal hier meine Tipps und Tricks weitergeben. Was ist überhaupt eine Dive Bomb? Eine Dive Bomb erzeugt man mit dem Tremolo-System. Das ist hier das Floyd Rose, was ihr seht. Damit könnt ihr die Tonhöhe der Saite beeinflussen. Zum Beispiel nach unten gehen. Oder auch nach oben. Ihr hört, da kann man also ziemlich wilde Effekte mit anstellen. Damit könnt ihr eurem Spiel ein bisschen mehr Dramatik geben. Wenn ihr zum Beispiel am Ende von einem Lick, sagen wir mal so ein bluesiges Lick wie sowas, einen Ton nach unten gehen lässt. Irgendwie so in der Art. Okay, sprechen wir erstmal über die technischen Voraussetzungen, die ihr haben müsst, um eine Dive Bomb zu erzeugen. Das wäre ein Tremolo-System. Das System, das sich durchgesetzt hat, ist das sogenannte Floyd Rose-System vom Herrn Floyd Rose, so hieß er tatsächlich, 1977 auf den Markt gebracht. Denn ihn störte, dass bei alten Systemen, zum Beispiel bei einem Fender Vintage-System, sich die Gitarre immer verstimmt, wenn man das Tremolo betätigt. Der Grund ist, dass ihr hier oben keine Locking-Mechanik habt, bei einer Fender Stratocaster zum Beispiel. Bedeutet, wenn ihr das Tremolo-System runterdrückt, dann entspannt sich ja die Saite. Sie rutscht also auch dementsprechend durch die Kerben hier oben. Dann lasst ihr das System wieder kommen und die Saiten bleiben zum Teil oben in den Kerben, die ja einen Reibungspunkt darstellen, hängen. Das ist der Grund, weshalb, wenn ihr zum Beispiel alte Jimi Hendrix Live-Aufnahmen hört, der gute Jimi Hendrix ziemlich verstimmt war des Öfteren, weil er hat das Tremolo wie ein Wilder betätigt und die Saiten sind natürlich bei ihm oben hängen geblieben und dann war er relativ schnell out of tune. Aber Floyd Rose hat uns geholfen, er hat die Locking-Mechanik erfunden, bedeutet, ihr stimmt eure Gitarre, wenn ihr Saiten wechselt, wie immer, hier oben ganz normal stimmen. Wenn sie stimmt, schraubt ihr diese Imbusschrauben zu, dann sind die Saiten zusammengepresst, sie können also nicht mehr durch die Kerbe rutschen. Und hier unten habt ihr noch einen Feintuner oder 6 Feintuner natürlich, mit denen ihr in einer gewissen Range die Saite stimmen könnt, damit ihr nicht jedes Mal oben aufmachen müsst. So, und das eliminiert die ganzen Reibungspunkte. Bedeutet, ihr könnt sehr extreme Sachen machen. Ja, ihr könnt runterdrücken, bis die Saite, wie ihr seht, überhaupt keine Spannung mehr hat. Wenn ich jetzt aber einen Akkord spiele, die Gitarre ist total in Tune. Ja, also ihr braucht ein Tremolo-System, bevorzugt ein Floyd Rose-System, das euch hier oben die Reibungspunkte wegnimmt. Dann habt ihr sichergestellt, dass ihr in Tune bleibt, wenn ihr das System betätigt. Hintergrund ist, dieses System hier unten ist schwebend aufgehängt. Es hat auf der einen Seite den Zug der Saiten, auf der anderen Seite sind Federn eingehängt. Und das System ist dadurch in einer gewissen Schwebe. Bedeutet, wenn ihr eine Seite verstimmt, sind alle verstimmt. Also ein großer Nachteil, gerade für Anfänger, die müssen dann ewig stimmen und einstellen, bis sie das gecheckt haben, wie das System stehen muss. Man gewöhnt sich daran. Es hat natürlich dadurch sicher ein paar gewisse Nachteile, aber ihr werdet belohnt mit dem Spaß, dass ihr nach oben tremolieren könnt. Und genauso nach unten. Ja, dadurch könnt ihr diese Effekte erzeugen. Das Intro-Solo, das ihr gehört habt, hat auch eine richtig witzige Hintergrundstory. Die erzähle ich euch später. Aber jetzt erstmal zur Herangehensweise, wie man solche Dive Bombs erzeugt. Am besten nehmt ihr dafür Harmonics oder Obertöne. Die erzeugt ihr, wenn ihr den Finger genau über dem Bundstäbchen leicht auf die Saite legt. Am einfachsten geht es eigentlich im 12. Bund. Ich nehme jetzt mal die G-Saite.
12. Bund leer und 12. Bund mit Flageolet. Ja, also genau über den Bundstäbchen leicht berühren und dann den Finger wegnehmen. Dann verdoppelt ihr die Schwingungsamplitude und der Ton hat die Tonhöhe, als würdet ihr im 12. Bund G-Saite greifen. So, sehr einfach geht das auch im 7. Bund, also genau über dem 7. Bundstäbchen. Die gleiche Technik, leicht berühren, anschlagen und mit dem Finger weggehen. Das ist der Ton D, nur eine Oktave höher, als würdet ihr im 15. Bund auf der B-Seite greifen. Auch sehr schön und noch höher der 5. Bund auf der G-Seite. Das entspricht dem Ton G, 15. Bund E-Seite. Und ihr seht schon, wenn ich den Ton anschlage, dämpfe ich mit meinem Daumen die tiefen Saiten und dämpfe mit meinem Greiffinger die B- und die E-Seite, damit nichts mitschwingen kann. Denn wenn ihr diesen Ton isoliert, klingt er viel schärfer und spitzer, als wenn irgendwas mitschwingen würde. So, und das würde ich euch empfehlen. Probiert ihr erstmal. 12. Bund, 7. Bund G-Seite, 5. Bund G-Seite. Wenn ihr es dann noch höher haben wollt, kurz vor dem 4. Bundstäbchen gibt es noch den Ton B, ein hohes B, entspricht dem 19. Bund auf der dünnen E-Seite. Ich blende euch hier auch mal eine kleine Übersicht ein, welches Intervall ihr in welchem Bund habt. Das ist immer bezogen auf die entsprechende Leerseite. Das Ganze findet ihr auch unter dem Video verlinkt zum Download, falls ihr euch da mehr informieren wollt später. So, also nochmal. 5. Bund, G-Seite. Ihr bringt den Ton zum Schwingen. Und jetzt geht ihr zu eurem Tremolo-System und drückt den Whammy runter. Unten würde ich euch empfehlen, also mit unten meine ich, wenn ihr den tiefen Punkt erreicht habt, dass ihr an dem tiefsten Punkt abdämpft. Denn sonst habt ihr diesen Effekt. Ja, kommt der Ton wieder hoch, klingt irgendwie blöd. Also geht runter und versucht unten gleichzeitig mit der linken Hand den Ton wegzunehmen. Ihr könnt natürlich auch von unten kommen, dass ihr mit einem gedrückten Whammy-Bar beginnt und quasi mit einem tiefen Ton in den Zielton hineingleitet. Das habe ich zum Beispiel bei dem Intro-Solo gemacht, das ihr gehört habt. Es lag ein D-Dur als Backing-Akkord. Dann bin ich von unten in den Akkord folgendermaßen reingegangen. Denn der Witz ist, wenn ihr im 7. Bund auf der D-, G- und B-Seite seid, habt ihr genau die Töne eines D-Dur-Akkords. A, D und Fis. Und wenn ihr mit dem runtergedrückten Whammy beginnt, dann sind die Saiten wunderbar gegeneinander verstimmt. Das heißt, ihr habt eine extreme Dissonanz. Und diese Dissonanz löst sich auf, wenn ihr den Whammy kommen lasst. Denn dann endet das Ganze in dem Dreiklang D-Dur. Noch kurz zur Tremolo-Technik von Joe Satriani. Er macht das etwas speziell. Er nimmt die linke Hand zum Betätigen des Tremolos, muss also hier rumfassen und erzeugt die Harmonics mit der rechten Hand. Daumen Außenseite. Ja, drückt dann mit der linken Hand runter. Keine Ahnung, warum er das macht. Vielleicht, weil es irgendwie cool aussieht. Ich weiß es nicht. Ich finde es viel komfortabler, das andersrum zu machen, weil man muss nicht diesen Switch machen und mit der linken Hand das Tremolo betätigen. Aber gut, so hat jeder seine Eigenarten. Jetzt erzähle ich euch noch, wie versprochen, die lustige Story, die hinter dem Intro-Solo steckt. Da hat mich Mitte Dezember 2024 eine große Wiesbadener Konzertagentur angerufen und sie sagten, ja Christian, wir möchten dich gern buchen zum Riesenevent am Wiesbadener Kurhaus mit Hebebühne und allem Pipapo. Und da sollst du bitte eine Jens Ritter Gitarre vorstellen. Jens Ritter baut exklusive Gitarren. Das war ein Prototyp für Lady Gaga. Und damit sollte ich etwas spielen, was nach Steve Vai klingt. Kannst du das machen?
Ich natürlich gleich, ja logisch, kann ich machen. Steve Vai habe ich ziemlich lange studiert und habe sehr viele Songs von ihm rausgehört und mir erarbeitet monatelang. Bin also mit seinem Stil vertraut. Der Wunsch war also, ich sollte so einen Füller spielen von 30 Sekunden, einen Übergang zwischen zwei Songs und das Ganze soll nach Steve Vai klingen. So, da gab es einen Backing-Track, der wurde mir geschickt und darauf habe ich dann dieses Intro-Solo entwickelt, das ihr ganz am Anfang gehört habt. Für mich war also klar, die Komponente Whammy-Bar muss rein, die Komponente lydischer Modus muss rein, das ist der Lieblingsmodus von Steve Vai. Da mache ich nochmal einen extra Workshop dazu, das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Und am besten noch ein bisschen intelligenter Pitch-Shifter, also ein Harmonizer, der ein weiteres Intervall erzeugt. Das zeige ich euch gerade mal, was damit gemeint ist. Hier eine kleine Linie in A-Dur ohne Pitch-Shift. Das gleiche nochmal mit Pitch-Shifter. Ihr hört also, dass zu meinem gespielten Ton noch ein weiteres Intervall erzeugt wird. Das nennt man Pitch Shifting, ist mittlerweile ein Nebenprodukt von Modlern, die es heutzutage zu kaufen gibt. Früher hat man für so einen Effekt 2000 Mark bezahlt, also nur für den einen Effekt. Heute ist das zum Glück meistens direkt vorhanden. Und das läuft so ab, dass ihr eine Tonart eingebt, die ihr im Prinzip spielen wollt. Denn die Intervalle werden intelligent berechnet, also sprich, es wird nicht immer eine große Terz hinzugefügt, sondern es wird immer eine diatonische Terz hinzugefügt, zum Beispiel, oder eine Quinte, die in die Tonart passt, damit ihr keine Intervalle in das Lick bekommt, die gar nicht in der Tonart sind. So, und diesen Pitch-Shifter habe ich noch zusätzlich auf dem Sound drauf. Bedeutet jetzt, wenn ihr von unten kommt, zum Beispiel in den D-Dur rein, das Ganze noch mal zusätzlich mehrstimmig, also eine Wahnsinnswand an Sound. Ich demonstriere euch das Ganze noch mal anhand eines Backing-Tracks. So, das war nur mal schnell drüber genudelt über den D-Dur-Track, einfach mal improvisiert. Man verzeihe mir eventuelle Unsauberkeiten. Ging nur darum, den Pitch-Shifter zu demonstrieren. Gut, also zurück zur Story. Ich also brav den Steve Vai-Track eingespielt mit allen Komponenten, lydisch, Whammy-Bar, wilde Licks und dann fiel mir ein vor der Show, es war nicht viel Zeit, das zu machen, dass ich mal die Agentur frage, ob die Jens Ritter-Gitarre überhaupt eine Whammy-Bar hat. Ich also Mail hingeschrieben und kam zurück, Whammy-Bar? Nö, hat sie nicht. Ich so, oh Gott, toll, wie mache ich das denn jetzt? Da muss ich ja irgendwie die Geschichte hier mit dem Whammy-Bar faken. Und ihr werdet es gleich im Video sehen. Ich habe dann so getan, als würde ich hier die Mechaniken so unterdrehen. Es lief also der Backing-Track, den ich zu Hause eingespielt hatte. Vor Ort wurde es dann noch schlimmer, denn als ich die Jens Ritter-Gitarre sah, die für Lady Gaga gebaut wurde, wie gesagt ein Prototyp, erkannte ich, dass diese Gitarre einfach nur eine Showgitarre war. Wahrscheinlich für irgendeine Filmszene oder was auch immer. Auf jeden Fall hatte sie irgend so komische Nylonsaiten drauf. Keine Bünde. Im Hals selbst waren so kleine Kristalle nochmal, die schön glitzern sollten, eingelegt. Also eine unspielbare Gitarre. Ich konnte noch nicht mal die Licks, die ich zu Hause 1:1 geübt hatte, um das schön zu faken, auf der Gitarre spielen, weil ständig irgendwelche Kristalle im Weg waren. Also ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ihr werdet sehen, dass ich nicht 100% synchron bin, aber ich zeige euch jetzt mal den Track von Silvester, wie ich das letztendlich umgesetzt habe. Viel Spaß damit!
So, ihr Lieben, das war mein kleiner Workshop über Dive Bombs, über Pitch Shifter, über Steve Vai und Joe Satriani-Style. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet was lernen hier über dieses tolle System. Wenn das so ist, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Würde mich total freuen, wenn der Kanal vorankommt und immer mehr Zuschauer findet. Noch kurz zur Erinnerung, unter dem Video findet ihr einen Link zum Download des Unterrichtsmaterials. Da findet ihr, wo welcher Oberton liegt, welches Intervall dann entsteht, wie ihr das macht und noch eine schöne Frequenztabelle, damit ihr auch die Töne, die ihr da spielt, auch gut zuordnen könnt, damit sie passen zum jeweiligen Track. Viel Spaß damit, ladet euch das Zeug gerne runter. Ansonsten also viel Spaß beim Tremolieren. Beim Divebomb-Spielen, baut das mal ein, ist eher so ein Effekt aus den 80ern, aber immer noch total wirkungsvoll heutzutage und bei Metal-Produktionen öfter mal zu finden. Ich mache mich an den nächsten Workshop, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und sage bis nächste Woche. Ciao!